Moin liebe Leute, unverhofft kommt oft. Eigentlich war ich mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Adenauer Forst, aber auf der Strecke bin ich jetzt hier am Hatzenbach vorbeigekommen. Schöne Stelle zum Gucken. Aber ich habe hier nette Leute kennengelernt und getroffen, die haben mir sogar ein Bierchen ausgegeben, also Versorgung ist geklärt. Und zum Adenauer Forst geht es natürlich auch noch in diesem Video. Es knallt und ballert. Ha. Eure Meinung dazu? Mega. Mega geil. Kommt doch glatt die Sonne raus hier. Schaut mal. Da hätte ich heute nicht mehr mit gerechnet. Leitplankenwagen gleich hinterher. Also das ist der Einschlag. White Angel, da ist er. Damit fehlt mir aber noch der Dacia. Der wird ein bisschen länger brauchen, der hat ein bisschen weniger PS. Da kommt er. Der ist auch viel filmfreundlicher, den kann man leichter verfolgen. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht so viele Windgeräusche drauf. Das lohnt sich richtig mit dem Fahrrad. Jetzt fahre ich vom Hatzenbach oben zur Fuchsröhre. Das geht hier nur durch den Wald, man hört die Fahrzeuge, man sieht aber nichts, man ist unterhalb der Strecke. Zu Fuß locker eine halbe Stunde. Mit dem Fahrrad bin ich ganz ratzfatz da. Also diese Wege sind tatsächlich mit dem Fahrrad ganz gut erkundbar. Da hinten, seht ihr vielleicht ganz klein, ziehe ich euch mal mit dem Handy dichter ran, da seht ihr die Nürburg. Wetter spielt ganz gut mit heute Abend, also statt Regen wird es jetzt doch allmählich immer mehr aufgeklappt. Man sieht vereinzelt sogar ein bisschen blau. Und wer sich fragt, weshalb das Schwedenkreuz heißt, hier steht das Schwedenkreuz. Kannst du die Geschichte vom Schwedenkreuz? Die ich von jemandem erzählt habe. Aber ich kannte auch so irgendwas mit einem Soldaten und die wurden hier mal umgebracht. Ja. Hier steht auch die Jahreszahl drauf. Oh schön, die Kamera kriegt das richtig gut raus. 1638. Auf jeden Fall. Und warum heißt das Schwedenkreuz Schwedenkreuz? Ich nehme es mal mit ins Bild. Im Jahre 1638 wurde dort der Bürgermeister von Kielberg, Hans Friedrich Datenberg, von schwedischen Soldaten beraubt und erschlagen. Und wie wir gerade festgestellt haben, das hat der Kollege hier gerade so schön rausgekriegt. Er hat es nämlich gerade eben gegoogelt, 1638 war mitten im 30-jährigen Krieg und da sind hier viele schwedische Soldaten unterwegs gewesen. Da hat das schwedische Heer, das protestantisch schwedische Heer, ja, die Rheinfelder, ne, die ja katholisch waren, ne, und dann hat man sich gegenseitig die Köpfe eingehauen. Jo. Und wir wissen das ja, damals war ja im 30-jährigen Krieg, dass die Heere sich aus der Region ernährt haben. Das heißt, die haben überall dann alles geplündert und richtig, alles sich geholt, was sie kriegen konnten. Und hier haben sie den Bürgermeister erschlagen. Da hatte man weniger Logistik im Krieg. Das ist wohl wahr. Und jetzt kann ich euch mal wirklich ein bisschen mehr hier vom Bedarfscamping zeigen. Dank des Fahrrads
So sieht es hier an der Fuchsröhre aus. Wie die hier die ganzen Wohnwagen und die ganzen Zelte hinkriegen, irre. Nur mal so sehen meine Schuhe inzwischen aus. Und ich bin dabei sehr vorsichtig hier in der Gegend unterwegs gewesen. So, kommt auf Start und Ziel, da sieht man mal so Ja. den Unterschied aus der Stimmung ist gut im Onboard-Kamera, Wald. die Licht. Und ganz viel Sonne haben wir nicht mehr. Halbe Stunde noch, dann wird es hier richtig Nacht nachher. Streckenabschnitt Fuchsröhre. Hier auch nochmal schön mit einem Poster verewigt. Und da ist das Ganze in Natura. Oh, jetzt kommen sie aber auch gerade wirklich alle hier. Staffel. Und wir sehen volle Tribünen. Danke an euch für diese einmalige, fantastische Atmosphäre. Das macht richtig Bock. Die Wege haben hier mittlerweile ganz gut Ähnlichkeit mit Wacken Open Air letztes Jahr. Wenn ich da mal so rüber gucke, da wird es mit normalen Schuhen schon allmählich grenzwertig. Ich gehe mal lieber da oben links. Und ich kann euch ja nicht alles zeigen, was hier immer so ist. Das mag YouTube nicht so gerne. Aber spart Wasser, trinkt Bier, das kann ich euch zeigen. Und ich finde immer, man kann das nicht oft genug sagen. Vielen, vielen Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer hier. Hier haben wir jetzt gerade das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Ahrweiler, die sich hier oben jetzt am Adenauer Forst ein komplettes Zentrum hingestellt haben, um hier Erste Hilfe leisten zu können. Wir haben um die 1100 Streckenposten, die das auch fast alle ehrenamtlich machen. Die kriegen eine geringfügige Aufwandsentschädigung, das reicht meistens nicht mal für den Sprit. Ohne die vielen Ehrenamtler wäre sowas gar nicht machbar. Und ihr seht, das letzte Abendrot allmählich hier über dem Zeltplatz vom Adenauer Forst. Es ist kein Nebel, das sind Grillplätze und Grillfeuer. Das Ganze gibt es da drüben auch in grün. Hier wird wirklich mit sehr viel Liebe aufgebaut, 24 Stunden Freude. Aber der Zustand wird allmählich hier immer kitzliger. Heute ist Donnerstag, ich möchte nicht wissen, wie das am Sonntag aussieht. Vor allen Dingen nicht, wenn es weiter regnen sollte. Hier wird also wirklich mit viel Aufwand ein Grill betrieben. Es ist nur noch der Vorderwagen. Das ist hier die Nordschleife Party Area. 24 Stunden, Kilometer 7. Team Kilometer 7, Adenauer Forst. Seid mir herzlich gegrüßt. Viele liebe Grüße an JP Agrar, falls du das sehen solltest. Mein Kanal wird dann doch immer mehr auch zum Trägerkanal. Fan 313. To the rescue. Schön grün beleuchtet. Ist ja grüne Hölle, ne? Junge Frau zum Mitreisen gesucht. Bei dieser jungen Dame darf ich nicht wesentlich tiefer kommen. Wie die Lokalität heißt, müsst ihr euch auch selber zusammensetzen. Es gibt aber auch jugendfreie Sachen, die ich hier zeigen kann. Hier haben wir den Waldorf-Kindergarten Pusteblume. Haben gerade Feierabend. Die Pferdchen warten, dass die Kinder morgen wiederkommen. Was soll mir dieses Schild sagen? Fangen oder Dusche? Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden und die Scheinwerfer kommen immer mehr zum Vorschein. Jo! Hat geklappt! Vielen Dank für die Einladung! Natürlich. Und wer sich fragt, was der Flamingo da macht, ne, der bewacht den Pool. Hier ist tatsächlich ein Pool aufgebaut. Ui, jetzt gibt's aber Action hier. Lasst mich vorbei!
Haben wir mal eine größere Gruppe hier. Schon. Und vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Kein Problem, einen schönen Tag noch. Ui, danke dir. Und ohne Werbung machen zu wollen, aber die Leute bringen sich hier sogar ihren eigenen McDonald's mit. Und das sieht hier viel leckerer aus als bei McDonald's. Guckt euch mal dieses Sandwich hier an. Und die Bratwurst, die kann sich auch blicken lassen. Manche Feuer sind auch ein bisschen groß, ne? Aber es sieht danach aus, als ob die noch alles im Griff haben. Ist weit genug weg vom Zelt. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Es wird ziemlich dunkel allmählich. Die Lagerfeuer kommen schön raus. Ich bin wieder am Waldorf-Kindergarten Pusteblume. Die Reittiere haben jetzt auch Feierabend, die sind jetzt auch ins Bett gegangen. Aber es ist schon ein besonderes Erlebnis, hier einmal auf den Bedarfscampingplätzen rund um die Strecke gewesen zu sein. Das solltet ihr euch mal angucken. Die Bodenverhältnisse sind heute nicht optimal. Und ich mag gar nicht dran denken, wenn es jetzt die nächsten Tage regnet, wie das dann hier demnächst aussieht. Da kommen Erinnerungen an Wacken Open Air dann auf. Und das ist jetzt wirklich genau der Streckenabschnitt Adenauer Forst. In den Touristenfahrten wird hier gerne über den Grünstreifen abgekürzt. Das war Grello. Jetzt habe ich ihn noch mal richtig. Jetzt kriegen wir auch mal ein bisschen Feuerwerk. Das passiert gerne hier am Adenauer Forst. Die Jungs kenne ich aus dem letzten Jahr. Oh, Singletreff. Singletreff ist neu, der Treppenlift ist auch da. Es ist soweit. Ich darf mal auf den Treppenlift, ne? Safety first. Erstmal anschnallen. Auf geht's. Gute Reise. Ah, er fährt. Er fährt. Ich sollte auch quer das Video machen, ne? Es geht nach oben, Leute. Geiler Ausblick. Absolut geiler Ausblick. Ich bin wieder on safe ground. Das ist schon der Hit. Wenn man damit dann mal rauffahren darf. Wir haben es hier richtig gemütlich gemacht. Mit Sofas, mit Barablage. Mit dem schönen großen Adenol-Aufdruck. Das ist doch ein geiler Ausblick hier. Schöner kann man den Adenauer Forst ja gar nicht genießen. Es wird dunkel, jetzt wird es richtig Nacht hier in der Eifel. Und wir sehen Den König haben wir auch wieder mit am Start. Ne? Er hat mich auch knapp, aber bestimmt wiedererkannt. Aber hauptsächlich hast du mich wiedererkannt. Ne? Ah, das Signal kenne ich noch vom letzten Jahr. Langsames Fahrzeug auf der Strecke, abgesichert durch ein Streckenfahrzeug. Das ist hier jetzt wieder die Anfahrt zum Adenauer Forst, zum Knick da hinten. Und ich bin zu Gast bei Fuzzi. Und der Janssen Band hier mit seinem Bruder auch. Die gucke ich mir morgen dann wieder an, wenn sie als Bounce auf der Bühne stehen, bei mir oben am Eventcenter. Freitagabend, fester Programmpunkt. Alle vorbei. Unbedingt. So, jetzt achtet mal hier vorne da drauf. Da seht ihr so einen nassen Fleck. Hier läuft also das Wasser so richtig als kleiner Bach über die Strecke. Da sind heute beim Qualifying dann auch einige so ziemlich gut ins Fliegen gekommen, kurz vorm Einschlag. Nebel über der Eifel.
Allerdings ist es Kunstnebel. Bei uns schnuppert man gutes Kettenfett. Und das war das Nachttraining. Und das ist hier die Kommentatorenbox. Das ist die Kommentatorenbox. Race Control. Und ich muss ja sagen, ich werde hier von der Race Control allerbestens verpflegt. No? So soll es sein. Salut. Salut. Ich denke, morgen früh werden wir uns wiedersehen. Ich sage Tschüss für heute, gute Nacht. Ich grüße alle Grello-Fans, Beatle-Fans. Macht's gut, bis morgen. Das dürfte einer von den Dritten haben. Das ist Baxi! Der macht uns heute Abend noch Spaß, Falken Driftshow, das ist Baxi. Und damit wechseln wir auf den Freitag. Bis eben habt ihr den Donnerstagabend gesehen, das Nachttraining, das Nachtqualifying bis 23:30 Uhr. Jetzt ist das Hauptqualifying, Klickenhaus-Trophy, Shootout der Besten, auf der Haupttribüne angekommen. Von hier aus gucke ich mir jetzt mal den Start des Qualifyings an. Gut gefüllte Tribünen. So, da haben wir schon Shootout der Besten. Frigadelli Ferrari dahinter. Da hinten ist der zweite Robe BMW mit der 98. Irgendwo würde ich hier eigentlich auch den Klickenhaus vermuten, aber ich sehe ihn nicht. Und ganz klein da vorne ziehe ich euch gleich mit dem Handy ran, da steht sie schon, die Klickenhaus-Trophy. Genau. Weil das ist das, worum heute gefahren wird. Da drin haben wir Gustl. Wer sich wundert, Gustl ist Augusto Farfus Brasilianer, aber sein Team bei BMW hat ihn schon vor Jahren Gustl genannt. Aber Gustl kommt nicht in Fahrt. Gustl hängt. Ricciardelli geht auf seine erste schnelle gezeitete. Und wenn ihr während des Rennens irgendwann mal das Ganze verfolgen wollt und euch aufwärmen wollt, hier im Ringboulevard habt ihr immer die Übertragung auf den Großbildleinwänden. Da kriegt man dann mit, was passiert und es ist ein bisschen kuschelig wärmer. Tipp vor allen Dingen auch für die Nacht. Welchen habe ich denn? Den Grau. Den hätte ich jetzt auch gerne gehabt. Ich wollte immer schon mal so ein Driftauto gefahren haben. Start, Stop. Er macht nicht das, was ich will. Warte, ich habe jetzt gerade den Rückwärtsgang drin. Entweder zu wenig Power oder zu viel. Dazwischen mache ich es nicht. Okay, ich stelle fest, ich bin nicht begabt dafür. Dankeschön. Ja, das könnte was für eure Kids sein, aber die Driftautos sind deutlich schwerer zu fahren, als ich gedacht hätte. Das sieht wesentlich gekonnter aus als bei mir. Aber ich habe festgestellt, die sind deutlich schwieriger zu fahren, als ich eigentlich gedacht habe. Könnt ihr das? Habt ihr das schon raus? Ich habe jetzt ein paar Mal. Ja. Das ist echt ohne. Ja. Das Ringmaskottchen ist auch unterwegs. Der Fuchs von der Fuchsröhre. Ja, die Bell UH1D ist auch wieder da. Und sie riecht auch immer noch nach Öl. Obwohl sie schon länger nicht mehr fliegt. Das ist die Bodenkanzel, wo man nach unten rausgucken kann. Avionik. Da haben wir die 7073 aus dem SAR, Search and Rescue, nicht mehr im aktiven Dienst. Hier bringt der Kello, und es ist Lorenz von Thomas seit 2018 bei dem Pro-Center eben bei Porsche. Die beiden Qualifying 2. Da haben wir dann nochmal das Endergebnis. Max Hesse auf BMW M4 GT3 macht die Pole Position. So, und dann geht es natürlich wie jedes Jahr bei einem Traumwetter
Wir kriegen hier richtig blauen Himmel. In der Müllenbachschleife zur Falken Drift Show. Und los geht's. Wie jedes Jahr wird mal wieder ordentlich Reifen in Rauch verwandelt in sehr kurzer Zeit. Moin! Aber mit dem Gegenlicht, weil die Sonne so rausgekommen ist, sieht man nichts. Also einmal die Richtung. Das war Elektro, ne? Ja, Sie haben ja auch schon einen der Champions League mehrfach Uwe Lehner. So, jetzt haben wir die ersten Paralleldrifter. Autoballett. Mit Seitenwechsel. Die Drift Brothers, da sind sie wieder. Die lassen es auch bis oben rauchen, die hören überhaupt nicht auf. Einmal Karussell bitte. Hat sein Auto seinen guten Freund sodass wir heute eine super geile Show bekommen können. Gott ist dieser Sound geil. Rap, 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 rap. So ein Feuerwehr, Junge. Ja, der Autohämmer hat sich da gewechselt auf seinen auch ein sehr erfahrener Fahrer, hat in der FIA World Championship für die Ukraine, für sein Heimatland, den weltweiten Sieger und hier, Martin Wittgen, Jürgen Buchführer, Tatjani Schäfer-Petrat. Mama, kommst du morgen noch Start gucken bei uns? Start definitiv nicht. Start schaffe ich zeitlich nicht. Aber ich will versuchen, ob es morgen oder ob es Sonntag ist, dass ich nochmal vorbeikomme.
Solange wir noch leben, das ist ja, werde ich die Chance sehen, noch nicht sterben. Das ist ja, alles übergehen, das ist ja. Solange wir noch leben, das ist ja, werde ich die Chance sehen, noch nicht sterben. So hard, and that's so far. In the end, you got to get there. I have to move on to lose it all. In the end, you got to get there. In the end, you got to get there. I tried so hard, and that's so far. In the end. Alle warten auf das Licht. Zwischen euch nicht. Sonne scheint mir aus den Augen. Slowly stop the but it's made for all things I have to take. Jesus will never rest, rest away inside. The pain comes on. Wow! I've gotta say, I swear I'll feel good. I've gotta say, I swear I'll feel good. I'll never be so tough and strong. She's walking over to me, it's lost before my hands are shake. I see her who I am, and my secret up there. I've got to come with me Friday. I'm just a teenage Ich kann euch hier natürlich nur einen kurzen Ausschnitt zeigen. Die sind so gut, ich hätte sofort Copyright-Claims, wenn ich jetzt zu viel davon den einzelnen Songs bringe. Aber Bounce auf dem Freitag, für mich ein gesetztes Muss. Die Jungs und Mädels sind richtig gut, die haben richtig die Bühne abgerissen.
Ich hoffe mal, ich kriege genug Schlaf, dass ich rechtzeitig in Gang bin und euch dann auch noch ein bisschen was von den Vorserien zeigen kann. Und ein bisschen um die Strecke. Also im nächsten Video werden wir dann nochmal Brünnchen uns anschauen. Dann auch hoch zur Hohen Acht. Und vielleicht schaffe ich es ja auch wieder wie im letzten Jahr zum Caracciola-Karussell. Will ich nicht versprechen, es ist ein weiter Weg, mitten in der Nacht. Und irgendwie, ich will eigentlich noch mal beim Adenauer Forst vorbeischauen, wenn ich es irgendwie schaffen kann. Denn Bassist und Schlagzeuger sind die beiden, die ich gestern dann auch in Adenau auf ihrem Stand besucht habe. Die kenne ich auch seit letztem Jahr. Ich hoffe, dass ich dann am Montag das endgültige Video von meiner Rennzusammenfassung euch zeigen kann. Dabei geht es weniger um das Renngeschehen, weil Rennergebnisse habt ihr natürlich längst. Es geht mehr um das Drumherum. Wie erlebt man die 24 Stunden? In Breitscheid, am Brünnchen, am Adenauer Forst. Ich weiß noch nicht, was ich morgen schaffen werde. Ich hoffe, ich werde viel schaffen. In diesem Sinne, freut euch auf das Video, das hoffentlich am Montag, spätestens am Dienstag dann für euch online abrufbar sein sollte, hier auf meinem Kanal Travel With Me. Und ich freue mich, wenn ihr auch meine weiteren Videos dann irgendwo verfolgt. Motorsport ist jetzt erstmal für dieses Jahr im Großen und Ganzen durch. Es geht nochmal wieder weiter mit dem Wackenburg Meer. Rockharz hat mich auch so ein bisschen interessiert. Das muss ich gucken, ob ich da noch frei kriege für. Wenn das klappt, dann wird auch nochmal vom Rockharz berichtet. Ansonsten findet ihr natürlich hier mehr Wohnmobil-News, Basteleien am Wohnmobil und meine Reisen mit dem Wohnmobil. Das heißt nicht umsonst Travel With Me. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm, aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und ich freue mich über jedes eurer Abos.